Rennstart in Oschersleben, in der Motorsport Arena Oschersleben. Und damit herzlich willkommen beim ersten Rennen der ersten Saison der AI Championship GT4, AMG GT4 Trophy in der Motorsport Arena Oschersleben. Wir starten direkt mal rein und schauen, wie gut wir wegkommen. Wie schon angekündigt, ich habe Zusatzgewicht im Auto. Shiny Solus kann sich hier also ohne große Mühe vorbeischieben. Und innen ist Bot Jailer. Da war die Traktion nicht so optimal. Kommen leider auch hier nicht so gut weg, aber jetzt haben wir hier zumindest erstmal den dritten Platz halbwegs gesichert. Und jetzt gucken wir mal, weil hinter uns, da knubbelt sich alles so ein bisschen. Ob da jemand in der Schikane auf der Strecke bleibt. Und da ist auf jeden Fall einiges stehen geblieben. Und jetzt könnten wir hier tatsächlich noch einen Sonderfall erleben. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir an der Box vorbeikommen. Es ist nämlich so, wenn eine gewisse Anzahl, ein gewisser Prozentsatz an Fahrern in der ersten Runde an die Box zurückgesetzt werden sollte, wird das Rennen neu gestartet. Aber es sind anscheinend... Da mache ich einen Fehler. Es war nur einer. Müsste Pan Industries gewesen sein. Er ist nämlich aktuell letzter. Und so ist es dann halt. Almost Midnight an uns vorbeigefahren. Und jetzt muss ich mich definitiv ein bisschen konzentrieren. Werde also ein bisschen ruhiger sein, hoffentlich. Weil Position 3 würde ich mir gerade schon gerne zurückholen. Aus den Übungen weiß ich, dass ich, wenn ich hier nahe hinter einem bin, ich da eigentlich ganz gut innen reinstechen könnte. Kurvenausgang hier leider auch ein bisschen versaut. Und Almost Midnight ist dran an Jailer. Wenn die KI miteinander kämpft, ist das mir natürlich auch durchaus recht, weil dadurch kann ich natürlich auch wieder ein bisschen rankommen. Da ein bisschen zu sehr den Curb getroffen. Das Auto unruhig geworden. Aber wir bleiben hier dran, haben eine kleine Dreiergruppe gebildet. Ein bisschen Vorsprung rausfahren auf die beiden hinter uns.
Da verschiebe ich mal meinen ganzen Schreibtisch ein Stückchen und fahre deswegen ein bisschen ins Kies. Passiert. Damit muss ich leben. Dadurch jetzt leider ordentlich Abstand. Und Ed ist auch draußen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, wie das System in Assetto Corsa funktioniert. Normalerweise sollten die in der Lage sein, wieder rauszufahren. Aber es kann sein, dass die höchstwahrscheinlich mit relativ hoher Geschwindigkeit frontal in eine Mauer reingedonnert sind, da in der Schikane, dass das Auto einfach kaputt ist. Und das dann doch auch bemerkt wird vom Spiel. Und die dann nicht wieder rausschickt. Sondern nur dann rausschickt, wenn sie irgendwie im Gras sind und nicht mehr wissen, wie sie zurück auf die Strecke kommen, was leider bei dem System, wie die KI hier funktioniert, der Fall sein kann. Also Ed Gaming auf P12 auch draußen. Wir fahren insgesamt einen Ticken schneller als die Kollegen da vor uns. Aber da muss natürlich dann auch Konstanz her, um aufzuschließen. Das war sehr, sehr großzügig genommen, der Curb. Aber wir gewinnen wieder etwas Zeit. Sorry, dass die Kamera wahrscheinlich gerade ein bisschen wackelt. Verliere ich wieder die Traktion auf dem Hinterreifen. Komme ins Übersteuern. Und zum Thema, ich komme tendenziell etwas ran, kann man natürlich auch nur sagen, rankommen ist die eine Sache, überholen nochmal eine ganz andere. Und so wenig wie ich rankomme, ist das sowieso nochmal eine ganz andere Sache. Ausgang wieder ein bisschen versaut. Und Ed fährt anscheinend doch weiter, also den hat es nicht so schwer erwischt. Leider natürlich, da ich mitfahre, habe ich nicht so die genaue Übersicht darüber, was hier wie passiert. Vielleicht überlege ich mir sogar, ob ich auf YouTube dann sogar noch das Replay einbinden soll, dass wir quasi die TV-Kamera da noch haben und uns auch andere Situationen aus dem Rennen, anstatt nur meine Sicht ein bisschen anzusehen. Das war nicht so optimal. Und wir kommen gerade nicht nur an die beiden vor uns ran, die beiden vor uns kommen auch an Shiny Solus ran. Die hier anscheinend aktuell nicht die allerbesten Zeiten fährt. Und das könnte natürlich auch für mich direkt wieder ein Vorteil sein.
So viel dazu. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da so weit innen lang gefahren bin. Und jetzt heißt es... ein bisschen nach vorne kämpfen. Rein von den Zeiten sollte das bei mir passen, dass ich hier an Andrew wieder vorbeikomme. Ärgerlicher Dreher. Absolut vermeidbar und da kam es zu der Berührung. Ich wollte jetzt aber auch nicht komplett durchziehen, weil ich weiß, dass er dann hier in der Mauer gehangen hätte. Und naja, das muss man dann ja auch nicht provozieren. Arlin jetzt hier schneller. Macht wiederum Druck von hinten. Ja, der Dreher, der war richtig unangenehm, aber wir haben ja noch 10 Runden zu fahren, beziehungsweise 11 Runden. Da ist noch eine Menge drin. Auch wenn ich sagen muss, ich hätte deutlich lieber da vorne aus den Dreikampf, der da jetzt gerade zwischen den ersten 3 Plätzen stattfindet, einen Vierkampf gemacht. Hier sind wir jetzt gut rausgekommen. Der Windschatten reicht aber definitiv noch nicht. Ich habe für die letzte Kurve noch nicht wirklich die optimale Linie gefunden. Ich will halt auch nicht zu eng darum. Ärgerlich. Da verlieren wir jetzt hier gerade am Kurvenausgang wieder auf Andrew. Das war knapp. Jetzt könnte er hier wieder vorbeiziehen. Und er macht es auch.
Da sind wir besser rausgekommen. Jetzt hat er natürlich wieder Windschatten. Aber wir bleiben vorne. Das war wichtig. P5 damit für uns. Jetzt muss ich ein bisschen mal auf die Rundenzeiten achten. Almost Midnight vorbei an Jailer vorne übrigens, sehe ich gerade. Und Jailer in der Schikane raus. Im Kampf gegen Almost Midnight TV den Kürzeren gezogen. Während ich hier weiter Druck von Kerplunk bekomme. Der aber auch den heißen Atem von Arlin im Nacken hat. Ich hoffe tatsächlich, dass ich noch an Martin rankomme. Sind mehr als 3 Sekunden. Aber wir haben auch noch 8 Runden. Ich liebe diese dreifach Linkskurve, vor allem dann hier dieser Übergang in die rechts. Das war eng. Ich sollte im Rennen nicht so viel Risiko gehen, aber wir haben aufgeholt auf Martin. Aber auch direkt wieder hier in der Kurvenkombination eine Menge verloren. Ich versuche jetzt mal darauf zu achten, was er für eine Rundenzeit fährt. Ich bin auf jeden Fall schneller. Ja, ich bin eine halbe Sekunde schneller als Martin. Ich meine, der Fehler eben, der war richtig ärgerlich, aber so haben wir hier eine richtig schöne Aufholjagd. Und am Ende vielleicht nochmal ein richtig schönes Duell mit Martin ums Treppchen. Durch den Ausfall von, also nicht komplett Ausfall, aber durch den Crash, also Unfall von Jailer. Haben wir jetzt auch gerade aktuell wieder die Position wie vor meinem Fehler. Und von der Track Position nicht ganz so gut.
Und wieder, ja, nicht ganz eine halbe Sekunde, aber fast eine halbe Sekunde schneller. Was nicht so wirklich sich im Delta bemerkbar macht, wenn ich ehrlich bin. Also nicht im Delta, im Abstand. Aber jetzt dann doch. 2,4 Sekunden an der Stelle. Das ist schon ganz gut. Kommen wir definitiv ran. Aber wir haben ja eben schon bei Andrew gesehen, dass wir nicht so easy zwangsläufig vorbeikommen dann direkt. Also selbst wenn wir hier noch komplett rankommen in den nächsten Runden, selbst das könnte knapp werden. Weil so lange geht das Rennen nicht mehr. Selbst wenn wir hier noch rankommen, heißt das nicht, dass wir auch vorbeikommen. Da habe ich mal richtig gut genommen. Die Lage sieht natürlich direkt wieder ganz anders aus, wenn wir hier wirklich auch mal in Windschatten reinkommen. Ich bin sehr zufrieden, wie ich die KI eingestellt habe. Da kommen wir ein bisschen weit raus. Aber ich fahre eine gute Zeit. Andrew hinter uns aber auch. Der lässt sich auch nicht so richtig abhängen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Da dürfen wir uns hier auch keinen Fehler erlauben. Ist er auch ganz schnell hier an uns vorbei wieder. Mal abgesehen davon, dass unsere Chancen aufs Treppchen in so einem Fall natürlich auch dann weg wären. So sind sie noch da, die Chancen. Wir fahren immer noch schnelle Rundenzeiten als Martin. Da hätte ich nicht nochmal lupfen sollen, die Bremse. Vier Runden noch. Ich meine, rein von dem Zeitgewinn jede Runde. Kriegen wir Martin. Das ist es nicht. Es ist das auf der Strecke vorbeikommen, was kritisch wird.
Ich hätte meinen Ventilator doch anwerfen sollen. Steht da eigentlich bereit. Quasi hinter der Kamera. In den letzten Runden leider nicht mehr so gut an Martin rangekommen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es so ins Ziel geht. Jetzt mal hier eine richtig gute Zeit, wenn denn alles so bleibt und wir kommen langsam dementsprechend auch in den Windschatten. Martin fährt ja auch Runde für Runde bessere Zeiten. Und das war richtig dumm. Da verliere ich jetzt wieder Zeit. Bin ich eine Kurve zu früh in den dritten Gang gegangen. Und Jayla entweder mit dem zweiten Mal zurück in die Box gesetzt werden. Weil auf der Strecke wurde sie eigentlich nicht überholt von Cracky. Der ist immer noch, zumindest laut Live-Timing, jetzt nicht mehr so richtig, aber das stimmt. Nee, ich glaube, das Live-Timing ist gerade nur ein bisschen verwirrt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie wieder in der Box ist. Also zweiter Austritt mit Konsequenzen. Und die letzte Runde bricht an. Und ja, damit sollte es relativ klar sein. Oh Gott, oh Gott. Bei einem realistischen Schadensmodell, was es Assetto Corsa so gesehen leider auch nicht hat, werden jetzt gerade sämtliche Achsen hinüber. Also, ja. Die Aufhängung hätte sich komplett verabschiedet. So können wir zum Glück weiterfahren. Und haben es auch geschafft, in diesem ersten Rennen keine Strafe oder keinen Schaden, trotz einer kleinen Berührung, aber die war absolut im Rahmen, zu bekommen. Und Martin durch seine wahnsinnig starken Runden kommt da sogar noch ran an Position 2, wird aber, denke ich, auch nicht mehr vorbeikommen. Wir bringen das jetzt hier ganz entspannt nach Hause. Ja. Mit noch ein bisschen mehr Zeit hätte da Martin echt noch Stress machen können nach vorne. So ist es für ihn die dritte und für mich die vierte Position. Das Rennen ist vorbei. 28 Minuten waren das jetzt ungefähr. Also eine Runde mehr wäre noch drin gewesen. Platz 4, na gut, ich meine natürlich nach der Pole Position nicht unbedingt das, was Ziel war.
Aber es zeigt, wir können hier gut mitfahren. Ohne den Fehler wäre Platz 3 definitiv drin gewesen. Dadurch, dass Jailer ausgefallen ist, vielleicht sogar Platz 2, dann wären wir an Almost Midnight, denke ich, vielleicht auch noch vorbeigekommen. Shiny, wahrscheinlich eher nicht, hat quasi hier von Start bis Ziel dominiert. Wir fahren jetzt hier noch ganz entspannt die Auslaufrunde zu Ende. Und das war's dann mit dem ersten Rennen. Es gab keine größeren Zwischenfälle, die ich jetzt noch reviewen müsste. Das heißt, jetzt gleich wird das Ergebnis angezeigt, dann werde ich das auch einmal kurz im Stream zeigen. Und dann ist die erste Runde vorbei. Und es war ein tolles Rennen. Bin wirklich sehr zufrieden damit, wie ich die KI-Stärke eingestellt habe, beziehungsweise mein Zusatzgewicht. Es war ein richtig, richtig gutes Rennen. Ich hoffe, ich kann das in Zukunft auch weiterhin so gut einstellen. Ja. Bahnindustrie ist leider, wenn ich das richtig gesehen habe, direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Schauen wir gerade noch mal. Wobei, ich sehe gerade Total Race Time. Wobei dazu dürfte, wenn ich mich gerade nicht täusche, dürfte jetzt auch die Auslaufrunde zählen. Aber dann sollte es fast mehr sein. Ah, könnte sein, dass ich das wirklich ganz gut ausgerechnet habe mit den 30 Minuten. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist auf jeden Fall hier das Endergebnis. Ich werde das hier einmal abspeichern, dass das auf keinen Fall verloren geht, als Screenshot. Und dann würde ich sagen, trage ich das doch live on Stream ein, damit ihr das mal so etwas seht, wie ich das mache. Und das ist vielleicht auch in der YouTube-Aufnahme dann mit drin. Schnellste Rundenzeit von mir, aber auch nicht so eindeutig. Also da waren hier der Martin, Almost Midnight, 12.000stel war er in seiner schnellsten Runde nur langsamer als meine schnellste Runde. Ja, und auch der Rest nicht wirklich besser. Keine einzige Runde vervollständigt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber alles in allem hat es ganz gut funktioniert dafür, dass Oschersleben diese eine sehr trickige Stelle hat. Und ja, wir gehen raus. Ich habe es ja gescreenshottet. Weil genau das kann leider passieren, wobei es immer noch die richtige Reihenfolge ist, auch wenn da hier einige Sachen nicht richtig erkannt werden. Dann gehe ich mal hier rein. Among Us war es nicht, sondern Assetto Corsa. Rufe das hier mal gerade eben auf, dass ich das in der Hinterhand habe. Und dann schauen wir uns das mal an. Hier haben wir das Google Spreadsheet, das ihr auch in meinem Discord findet oder auf YouTube dann in der Videobeschreibung. Und Abrenn 2 dann auch im Chat mit dem entsprechenden Command. Hier das Regelwerk, da haben wir auch das Punktesystem. Und ja, wir gucken einfach mal. Erste war Shiny Solus. Das gibt 20 Punkte. Verdammt, ich muss, sorry. Das war blöd. Machen wir es so. Jetzt müsste ich muss mal gerade kurz ins OBS gucken. Ja, jetzt passt es wieder. Sorry. Ich darf das Numpad nicht benutzen. Ich vergesse es immer wieder. So, auf Platz 2 gelandet Almost Midnight TV, kriegt 16 Punkte. Auf Platz 3 der gute Zorgo, der Martin, kriegt 12 Punkte. Auf Platz 4 meine Wenigkeit, 10 Punkte. Und jetzt müssen wir mal nachgucken. Hab mir natürlich nichts weiter erstmal gemerkt. Wobei doch, es müsste Andrew sein.
8 Punkte. Und dann gucke ich mal. Arlene Ninebas als nächstes. Sind einmal 6 und einmal 4 Punkte. Und dann sollten wir schon fast durch sein. Weil jetzt gibt es noch 3 für Mr. Fay, 2 für Ed. 2, 3 und einen für Champion Joe, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl. Damit das nicht so leer aussieht, kriegen die anderen auch alle hier ihre 0 Punkte. Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Bei OpenOffice und Excel funktioniert es immer ohne Probleme. Bereich sortieren. Und zwar muss ich das hier, Daten enthalten, Kopfzeile, sortieren nach Points. A bis Z müssen dann absteigend sein. Ist es natürlich nicht. Habe alles genau falsch gemacht. Dann machen wir das Ganze nochmal. Enthalten Kopfzeile, Points, Z bis A, sortieren. Und damit haben wir den aktuellen Punktestand nach Rennen 1 auf Platz 1. Shiny Saulus auf Platz 2, Almost Midnight, Martin Zorgo, also Zorgo. Dann ich, Andrew Kerplank, Ali Braga, Ninebas, Mr. Fay, Ed Gaming, Champion Joe und mit 0 Punkten jeweils Pan Industries, Bot Jada und Bot Cracky. Nächstes Rennen auf Watkins Glen. Ich kann noch nicht ankündigen, wann es genau sein wird. Es wird auf jeden Fall nicht nächste Woche direkt sein. Es braucht halt wirklich ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich muss meine Runden fahren. Ich muss herausfinden, wie viel Zusatzgewicht oder wie wenig Zusatzgewicht ich vielleicht auch nehmen muss, wenn mir Watkins Glen einfach überhaupt nicht liegt. Damit wir halt wieder so ein spannendes, enges Rennen haben wie heute. Sonst ist es halt irgendwie auch sinnlos.